anders sein bedeutet nicht falsch zu sein. Ich war jemand, der klassischerweise Einsen und Vieren hatte. Und ich konnte mir das nicht erklären, warum das so ist. Es war für mich immer so ein Widerspruch von, ich sollte so leistungsfähig sein oder sollte das können. Und ich weiß auch, ich kann's, aber ich habe nicht verstanden, wieso ich so wenig, in Anführungszeichen, Kontrolle darüber habe, wann ich in Dingen gut bin und wann nicht. Und habe sozusagen die Defizite, die ich da hatte, immer auf mich als Person bezogen. Dass ich faul bin, dass ich undiszipliniert bin, dass ich es mir zu einfach mache. Und durch die Diagnose kam da schon auch ein bisschen eine Milde mit rein, zu sehen, okay, ich kann das vielleicht einfach nicht so gut. Und da kann ich ein bisschen entspannter mit mir sein und sagen, okay, dann muss ich ein bisschen netter zu mir sein, weil das für mich einfach eine größere Herausforderung ist. Man würde sagen, die Entschuldung des Individuums. Weil keinem ist geholfen, wenn ich mich dafür fertig mache, wenn ich was nicht kann. Mindseed mit Leon Heimann. Lukas Maher ist Psychologe und Psychotherapeut für systemische Therapie. Seit Jahren begleitet er Menschen mit ADHS und stellt dabei eine Frage, die viele Menschen überraschen dürfte. Ist ADHS wirklich das Problem oder scheitern wir oft an einem System, das für ganz andere Menschen gemacht wurde? Kaum ein Thema wird momentan so kontrovers diskutiert. Für die einen ist ADHS eine Modeerscheinung, für die anderen endlich eine Erklärung für ein Leben voller Überforderung, Selbstzweifel und dem Gefühl, nie genug zu sein. Viele Erwachsene schauen erst Jahre später zurück auf ihr Leben und denken sich, ich war nie faul, ich habe einfach nie verstanden, was mit mir los war. Genau deshalb wollte ich dieses Gespräch führen. Nicht um einfache Antworten zu liefern, sondern um besser zu verstehen, was ADHS wirklich bedeutet, jenseits von Vorurteilen, Social Media und schnellen Diagnosen. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum ADHS so häufig missverstanden wird, weshalb viele Betroffene jahrelang mit Scham und Selbstvorwürfen leben und welche Rolle Schule, Arbeit und unsere Gesellschaft dabei spielen. Vor allem aber geht es darum, was Menschen mit ADHS wirklich hilft und was sich verändern müsste, damit sie ihr Potenzial wirklich entfalten können. Und wenn dir Gespräche wie dieses hier gefallen, dann würde ich mich wirklich sehr darüber freuen, wenn du den Kanal einmal auf Spotify oder YouTube kostenlos abonnieren würdest. Damit unterstützt du den Kanal und sorgst dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können. Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse bei dieser Folge im Mindseed Podcast, deinem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Lukas, ADHS wird heute so häufig diskutiert wie noch nie. Die einen sprechen von einer Modediagnose und die anderen fühlen sich endlich verstanden. Was verstehen wir aus deiner Sicht gesellschaftlich noch immer grundlegend falsch, was ADHS angeht? Das ist eine sehr schöne Frage, um so ein Gespräch zu öffnen. Ich glaube, dass wir bei ADHS erstmal, wir haben ja oft so, du hast jetzt dieses Modediagnose und sich endlich verstanden fühlen. Also die einen empfinden Entlastung, die anderen sagen, ist es vielleicht auch eine Ausrede. Und ich glaube, da, wo ich finde, wo das alles ein bisschen zu Kurzkraft ist, bei dieser Frage, was ist denn sozusagen das Gehirn und wo hat denn vielleicht auch ein Mensch, der ADHS hat, andere Bedingungen, wie er aufwächst oder wie die Person aufwächst. Weil wenn ich irgendwie von der Norm abweiche, sei es jetzt, weil ich größer, kleiner, dicker, dünner bin oder weil ich anders funktioniere, was bei ADHS ja auch der Fall ist, dann mache ich häufig auch andere Erfahrungen als Menschen, die der Norm eher entsprechen. Also aus der Norm rauszufallen, ist ja immer eine Sehnsucht für viele Menschen, aber ist auch bei Kindern ja häufig auch der Grund für Mobbing oder für Ausgrenzung oder für Konflikte. Und natürlich, wenn ich da beides habe, also wenn ich sozusagen sage, das Gehirn funktioniert vielleicht anders oder es gibt andere Prinzipien, wie der Mensch dahinter funktioniert, dann kann man das nicht losgelöst sehen von den Erfahrungen, die der Mensch macht, der dann anders funktioniert. Und das kommt mir in dem Diskurs immer ein bisschen zu kurz im Endeffekt, dass wir viel so von dem ADHS-Gehirn reden, den Genen und manchmal auch so, als wäre das alles so in Stein gemeißelt und gar nicht so darüber reden, was bedeutet das eigentlich für die Gesellschaft oder auch für die Arbeitswelt oder die Schule, dass Menschen anders funktionieren, weil diejenigen sind, die dann wahrscheinlich schneller darunter leiden, als die sich anpassen können. Vielleicht auch für die Menschen, die jetzt neu eingeschaltet haben, wir haben ja hier im Podcast schon mal über ADHS gesprochen. Vielleicht können wir noch mal kurz definieren, was ist ADHS, auch aus deiner Perspektive? Also ich meine, ADHS ist ja, und das ist gut, dass du sagst, aus meiner Perspektive, weil es ja unterschiedliche Perspektiven darauf gibt. Aus der klinischen Perspektive ist ADHS eine neuromentale Entwicklungsstörung, also eine Abweichung von einer Norm, die sich auf die Entwicklung des Nervensystems und des Gehirns bezieht,
die während der Entwicklung stattfindet. Das heißt, man wird damit nicht nur geboren, sondern man hat eine Veranlagung und durch Umwelteinflüsse oder auch durch Dinge, die während der Schwangerschaft passieren, kann sich das herausentwickeln, was man dann ADHS nennt. Bei manchen, die sind vielleicht so gut aufgestellt, dass sich das noch nicht sichtbar rausentwickelt, bei anderen zeigt sich das eben früher, weil die Umstände nicht passen, Familie, Konflikte, whatever. Und ADHS kennzeichnet vor allem aus der klinischen Perspektive das Thema Unaufmerksamkeit bzw. Aufmerksamkeitsstörungen, Überaktivität und Rastlosigkeit, Impulsivität und man kann mittlerweile auch noch dazu sagen, so als Nebendiagnosekriterium die emotionale Dysregulation, also Schwierigkeiten mit Gefühlen umzugehen. Und das ist sozusagen das, wo man sagt, okay, das ist klinisch. Das ist auch etwas, was eben in jungen Jahren sich entwickelt und ein eigentlich das ganze Leben begleitet. Natürlich können sich Symptome verbessern, aber im Prinzip ist es eine lebenslange Diagnose. Und das ist die klinische Perspektive und daneben gibt es auch eben noch eine Perspektive, die jetzt so aus dem Bereich des Paradigmas der Neurodiversität kommt. Und da würde man sagen, ADHS ist eigentlich nicht per se eine Störung oder eine Krankheit, sondern ADHS ist einfach eine Variation normaler menschlicher Entwicklung, also wie sich ein Mensch auch neurologisch entwickelt oder neurologisch und in seiner Entwicklung abweicht. Und man würde sagen, da ist der Mensch anders. Dann gibt es eine Perspektive, wenn ich die noch kurz sagen darf, die ist eher so aus dem Bereich soziales Modell von Behinderung. Da würde man sagen, okay, vielleicht entsteht der Leidensdruck bei Menschen mit ADHS nicht, weil die sozusagen das Problem sind, sondern weil die in der Gesellschaft an der Teilhabe gehindert werden, weil die in Großraumbüros arbeiten müssen, weil wir Schule so organisieren, wie wir sie organisieren und so weiter. Also ich habe quasi Störungen, Variation und Behinderung und das sind mehrere Perspektiven auf ADHS, die ich letztlich auch alle immer anwende, wenn ich mit Menschen mit ADHS arbeite. Ich hatte vor kurzem oder vor einigen Monaten schon mal hier über ADHS gesprochen, unter anderem mit dem Professor Romanos. Und der hat eine Theorie genannt und das ist die, und ich finde die eigentlich ganz schön, wir leben ja heute in der Gesellschaft und unsere Gesellschaft hat ein gewisses Anforderungsprofil, wie der Mensch zu sein hat. Ne? Ja. Also in der Regel die meisten Menschen gehen zwischen 20 und 40 Stunden arbeiten, müssen sich da auf eine gewisse Tätigkeit konzentrieren, vielleicht auch eine sehr eintönige Tätigkeit, vielleicht etwas, was ihnen auch nicht 100% Spaß macht und so weiter und so fort. Und das wird ja gefordert heutzutage. Und dann hat er das so beschrieben, dass eine Theorie halt besagt, ADHS ist halt in unserer heutigen Gesellschaft leider vielleicht in gewissen Tätigkeitsbereichen, anderen kann es ja sogar hilfreich sein aus meiner Sicht, wenn man vielleicht sehr kreativ arbeitet aber kann es halt hinderlich sein, deswegen wird es dann manchmal als Störung gesehen. Aber wenn man das noch mal ein bisschen zurückspult, es gibt eine Theorie, die besagt, dass in der Vergangenheit die Menschen mit ADHS notwendig waren für den Stamm sozusagen, weil das die Menschen waren, die auch schnell Gefahren erkannt haben und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, was du über die Theorie denkst, kannst du mir gleich gerne sagen, aber ich fand dieses Bild schön es ist eigentlich eine Fähigkeit, aber wir leben einfach heutzutage in einer Zeit, die ein sehr schmales Anforderungsprofil hat an einen Menschen und leider nicht viel Spielraum lässt. Und da sind dann Menschen, die vielleicht sogar früher sehr wertvoll waren für den Stamm, sind dann heute einfach nicht weniger wertvoll, aber haben einfach mehr Probleme in der Gesellschaft klarzukommen. Das geht ja eigentlich auch so in diese Richtung Variation. Ne? Das ist, ich glaube, diese Theorie ist die Hunter-Farmer-Theorie, die stammt da von einem Journalisten, also keine wissenschaftliche Theorie, aber eine, die ich auch sehr interessant finde, weil es einfach mal so ein bisschen eine Perspektive setzt. Und was man aber schon sagen kann, also bei ADHS-Lern die haben ja häufig mehr Sensation Seeking, also eine Suche nach neuen Reizen, nach Abwechslung, sind auch risikobereiter. Das ist jetzt nichts, was was man auch ohne ADHS haben kann. Es kommt aber eben bei ADHS deutlich häufiger vor. Sensation Seeking selbst ist was ja auch mit vererbt wird, so vom Temperament. Wie ist der Mensch? Und Sensation Seeking an sich ist ja in der klinischen Psychologie häufig assoziiert mit
Suchterkrankungen, mit Risikoverhalten, also auch mit negativen Outcomes, aber... Was ist das denn, Sensation Seeking? Also Sensation Seeking ist im Prinzip das, wo ich auch, also so, dass ich quasi risikobereiter bin, dass ich neue Risiken eingehe, dass ich ständig neue Reize suche, also auch Abwechslung, korreliert dann eben auch mit Impulsivität, und bei Impulsivität bin ich ja dann auch sehr schnell so bei Suchtverhalten, bei zu schnellem Autofahren, also bei all dem, wo man dann sagen kann, okay, das ist vielleicht sogar ein Risikofaktor oder bei riskanten Investitionen und so weiter. Also das kann man sehr schnell, wenn man das individuell betrachtet, pathologisieren. Und gleichzeitig kann aber gesellschaftlicher Fortschritt ja gar nicht funktionieren, wenn Menschen nicht bereit sind, Risiken einzugehen. Das heißt, dieser Trait der ADHSler ist etwas, der die Gesellschaft sicherlich auch schon häufiger vorangebracht hat, der die aber dann auf individueller Ebene was gekostet hat, weil die mehr Streitigkeiten hatten, weil die vielleicht auch Investments an die Wand gefahren haben, weil die vielleicht doch auch eine Suchterkrankung entwickelt haben, was auch immer. Also da kann sozusagen das gleiche Konstrukt, wenn man auf die Individuumsebene guckt, dann von Nachteil sein, aber trotzdem für eine Gesellschaft von Vorteil sein. Und so würde ich da ehrlicherweise auch drauf gucken, dass es eben beides ist. Ne? Dass ich einerseits vielleicht schon auch Schwierigkeiten dann im Individuum habe, aber dass ich trotzdem irgendwie auch Stärken oder Ressourcen habe und dass der Grad, der Kontext, in dem ich das einsetzen kann, total entscheidend ist. Und für viele Menschen mit ADHS ist eben, auch wie du sagtest, die Arbeitswelt, so wie sie ist, nicht unbedingt förderlich. Hast du Lust, Teil des Mindset Podcasts zu werden und einen Experten deiner Wahl persönlich kennenzulernen? Dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu. Am 27. und 28. August in Köln finden exklusive Mindseed-Kreisdiskussionen statt. Gemeinsam mit einer kleinen Gruppe sprichst du mit renommierten Experten über Themen, die dich wirklich bewegen, und das Ganze wird als echte Mindseed-Podcast-Folge aufgezeichnet und später veröffentlicht. Mit dabei sind Stefanie Stahl zum Thema Bindungsangst, Dr. Jan-Uwe Rogge zum Thema Erziehung, Dr. Thomas Fuchs zum Thema ADHS und Horst Vogel zum Thema Selbstentwicklung. Du kannst deine eigene Geschichte, deine eigenen Fragen oder deine Herausforderungen einbringen. Die Experten ordnen deine Situation ein, teilen ihre Perspektiven und suchen gemeinsam mit dir nach möglichen Lösungen. Wenn du dabei sein möchtest, findest du das Bewerbungsformular in den Shownotes. Ich würde mich mega freuen, dich dort persönlich kennenzulernen. Du hast mich gerade eigentlich beschrieben, ich habe das noch nie so gesehen, aber ich habe dieses Sensation Seeking zu 100%. Also das, was du gesagt hast, ne, diese Risikobereitschaft, ich sehe das bei mir total. Und das ist irgendwie eine Fähigkeit. Es ist irgendwie cool, weil zum Beispiel nächsten Monat habe ich eine meiner größten Produktionen geplant, da fließen gerade mega viele Ressourcen rein. Ich weiß aber gar nicht, ob es klappt. Aber ich denke mir so, ja, wird schon klappen. Ja, weißt ja, du? das ist das. Ein Beispiel. Ja. Oder diese Impulsivität. Ja, gestern, ich sitze am PC, ich wollte eigentlich ganz normal arbeiten und dann kommt aus irgendeinem Grund dieser Impuls in meinem Kopf, ja, lass doch jetzt einfach Urlaub buchen. und dann fange ich an und dann innerhalb von einer halben Stunde habe ich einfach Urlaub gebucht. Ja. So, jetzt für Sri Lanka 3 Wochen im Dezember. Und oder auch das Suchtverhalten. Ich sehe es schon, dass ich manchmal sehr in einigen Verhaltensweisen so drin bin und es mir auch schwerfällt, mich dann davon zu lösen, weil es mir so viel gibt in dem Moment. Und ich habe gesehen, über meine Lebensspanne sind das immer verschiedene Sachen. Und also würdest du sagen, diese Verhaltensweise ist eng assoziiert mit ADHS? Du meinst das Sensation Seeking? Ja, das Sensation Seeking. Das Sensation Seeking ist natürlich nicht exklusiv ADHS, aber es kommt eben bei ADHS nochmal deutlich häufiger vor. Ne? Also ein Beispiel wäre Impulskäufe. Menschen tätigen Impulskäufe. Ich glaube so 20%, kann mich jetzt auf die Zahl gar nicht so krass festnageln, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und bei ADHS-Lern kommen die aber fast doppelt so häufig vor wie bei Menschen ohne ADHS. Das heißt, den Trait selbst gibt es natürlich auch ohne ADHS. Es ist aber einer, der bei ADHS relativ häufig vorkommt. Das heißt, es ist kein Diagnosekriterium, sondern es ist nur in dieser Population ein Merkmal, das dort eben sehr gehäuft auftritt. Deshalb habe ich es jetzt auch gerade als Beispiel genommen, weil ich finde, dass das eigentlich ganz gut passt, ja auch, weil es irgendwie gewissermaßen erblich ist. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe Sensation Seeking, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass mein biologischer Vater das zum Beispiel auch hatte oder meine Mutter. Ja. Weil ich kenne ja zum Beispiel nicht meinen biologischen Vater, deswegen kann ich das gerade nicht so... Ja. Aber ich weiß, dass er zum Beispiel drogenabhängig war. Das heißt, er hatte auch so ein gewisses Suchtverhalten. Kann natürlich sein, ein starkes Suchtverhalten tatsächlich. Ja. Und
Hast du Sensation Seeking? Ja. Okay. Ja, auf jeden Und Fall. wie siehst du das bei dir? Also wenn du auf deine, ich weiß nicht, ob du deine Eltern kennst, wenn du deine Eltern dir anschaust, siehst du das dann da auch, oder? Meine Mutter war ist großer Fußballfan. Ich nicht so. Die war großer Fan vom FC Saarbrücken und ist mit meinem Opa immer ins Stadion gegangen. Der war Direktor vom Arbeitsamt und die hatten dann so Logeplätze natürlich. Und meine Mutter war so impulsiv, dass die komplette Tribüne zusammengeschrien hat und geflucht hat. Die ist ja ein Kind der 60er, also ein Boomer. Und daher, ich weiß, woher das kommt. Und bei mir, ich merke das so bei mir selbst, vor allem auch so am neue Dinge machen oder auch wie du einfach, ja, wird schon passen. Ich buche das dann oder ich kaufe das dann und sage, das wird schon irgendwie passen und das wird sich irgendwie auszahlen. Also ich denke da manchmal auch zu wenig drüber nach. Da, wo ich es ganz krass hatte, ist so, ich kann so Ungerechtigkeiten nicht gut ertragen und ich kann mich nicht zurückhalten. Und ich habe den letzten Job also die letzte Anstellung, die ich hatte, war eigentlich davon geprägt, dass ich immer wieder mit Vorgesetzten in den Konflikt gegangen bin, weil es um die Arbeitsbedingungen meiner Mitarbeitenden ging. Ich hatte eine Führungsrolle. Und weil es um die Ausbildungsbedingungen von den TherapeutInnen dort ging, die ihre Ausbildung gemacht haben. Und das ist eigentlich ein super Beispiel, weil für mich war das von Nachteil. Mir wurde am Ende, also ich habe dann am Ende die Stelle, die mir zugesagt wurde, nicht bekommen. Ich bin dann gegangen. Aber die Arbeitsbedingungen haben sich dort verbessert. Die Leute haben mehr Geld bekommen, die Arbeitsbedingungen waren besser, die sind anders mit dem Team umgegangen. Und so hat dann quasi meine Sensation Seeking oder dass ich das nicht aushalten und kontrollieren konnte und immer wieder in Konflikt gegangen bin. Das eine ist natürlich das Moralische, aber ich konnte auch das Gefühl nicht aushalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat dann dazu geführt, dass es für mich persönlich von Nachteil war, aber für die geblieben sind und da waren, hat sich dann was verbessert. Und bereue ich auch null. Und da merke ich das dann auch. Ich merke es aber natürlich auch, im Studium war ich auch sehr viel feiern. Auch heute noch gehe ich dann auch mal gern weg und manchmal wird es dann auch später als geplant. Ich mache bewusst keinen Motorradführerschein, weil ich weiß, das wäre mein Ende. Ich sehe mich manchmal ich habe manchmal so Träume, so Albträume, wo ich dann so einen Motorradunfall habe und dann so flieg. Also weißt du knallst gegen irgendwas dran und fliegst dann irgendwie so hunderte von Metern und dann wache ich auf und ich denke so, ist glaube ich ganz gut, dass ich keinen Motorradführerschein habe. Ja, da merke ich das bei mir schon und so, ja, neue Abwechslung brauchen. Also ich war auch in diesem Job, den ich hatte, da ging es auch viel darum, noch andere Ambulanzen und Praxissachen aufzubauen. Das habe ich geliebt. Wenn mir jemand gesagt hat, bau mir eine Stadt da auf. Super. Wenn ich die dann verwalten sollte, da bin ich so unglücklich geworden. Also ich war wirklich unglücklich dann und ich konnte es mir nicht erklären. Also schon, aber es war so komisch für mich, weil für andere war das normal. Und mich interessiert es gerade, weil ich ja selber in diesem Sensation Seeking krass drin bin und vielleicht auch einige von den Zuhörerinnen. Wie stehst du deinem Sensation Seeking gegenüber? Kannst du das mittlerweile so als Kompetenz sehen oder bist du manchmal auch so unsicher, was ist das überhaupt? Weil bei mir ist es echt so, jetzt zum Beispiel auch gestern mit dem Urlaub, ich buche einfach Urlaub und gebe irgendwie 1.600 Euro für den Flug aus gestern. Und danach denke ich mir so, Alter, das war jetzt mega impulsiv. Du hast gar nicht darüber nachgedacht. Das war so, einfach so. Und danach bin ich schon manchmal am Hinterfragen. So, okay, das war jetzt sehr schnell von dir, das war jetzt sehr impulsiv von dir. Warum bist du so impulsiv? Ich habe schon öfter auch in einem Podcast darüber gesprochen. Und diese Impulsivität steht ja so ein bisschen gegenüber von der Kontrolle, sage ich mal. Wie siehst du das? Kannst du das als Kompetenz und als Fähigkeit wahrnehmen oder zweifelst du manchmal auch daran? Würde mich mal interessieren, wie du damit umgehst. Also ich habe schon da auch hin und wieder auch einen Leidensdruck, so ist es nicht, weil ich dann zu impulsiv bin und Sachen mache, die ich dann vielleicht auch bereue oder wo ich weiß, ich muss mich da besser kontrollieren und muss da mehr Kontrolle reingeben. In anderen Bereichen, das hast du wahrscheinlich auch gelernt, ich bin in meinem Leben dadurch viel besser darin geworden, Damage Control zu betreiben, also taktisch zu handeln und Dinge dann, also wenn dann was kommt, damit dann umzugehen und da flexibel zu sein. Und da ist in den letzten Jahren auch mehr Vertrauen gewachsen, sodass ich dann, wenn ich dann was mache oder riskante Sachen investiere oder auch mit einem Urlaub und dann irgendwie 4 Wochen weg bin und ich merke, fuck, ich war in meiner Selbstständigkeit noch nie 4 Wochen weg, wie soll das gehen? Ich habe gar nicht so viel organisiert, dass ich dann doch irgendwie Wege finde, wie es dann doch klappt. Also es ist so ein Vertrauen in dieses, man kann mich quasi über so einem Kriegsgebiet runterwerfen und ich werde es schon irgendwie hinkriegen. Und das ist was, wo ich es dann eher als Kompetenz sehe, weil ich oft das Gefühl habe,
bei manchen Sachen natürlich muss ich dann überlegen, will ich mir das jetzt kaufen, will ich das jetzt machen oder nicht, aber wenn dann der Impuls nicht mehr zu halten ist und ich weiß, ich komme mit den Konsequenzen klar, wird es schon irgendwie passen, weil ich weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Ich hatte das mit Köln ja auch so. Ich habe, als ich damals aus diesem Job dann raus bin und dann auch mit der Ausbildung fertig war mein Lebensweg ja eher so die letzten 15 Jahre vorgezeichnet gewesen von Psychologiestudium und Ausbildung und Schule. Ich wusste das, seit ich 15 bin. Und dann hatte ich erstmal keine Perspektiven. Ich bin nicht in ein Loch gefallen, weil ich wusste, ich werde eines Nachts wach werden und ich werde irgendeine geile Idee haben und dann werde ich das machen. Und so war das mit Köln auch. Ich weiß ich nicht, was ich gemacht habe. Ich lag im Bett und dann dachte ich irgendwann so, Köln? Ist doch klar, ist doch klar, ist doch klar. Und du wirst dann nie rausfinden, ob das die falsche Entscheidung war, weil wenn du mit den Konsequenzen gut umgehen kannst oder die bewältigen kannst, dann ist das ja was, weiß ich nicht, ist das jetzt die richtige oder falsche Entscheidung? Für mich fühlt es sich richtig an. Ja. So. Ich sehe sehr viele Parallelen, abgesehen davon, dass wir jetzt zusammen impulsiv nach Köln gezogen sind. Ja, und das ist dann wiederum diese Fähigkeit vielleicht, weil diese Impulsivität geht natürlich damit einher, dass man nicht so krass über die Sachen nachdenkt und dann sagt, okay, es passt schon. Und deswegen, ich sehe es als Fähigkeit, ich möchte es auch als Fähigkeit sehen. Manchmal kommt man in Zweifeln, weil man selbst überrumpelt ist von seinen Entscheidungen. Und dann kommt aber im Nachgang bei mir auch immer, hey, das wird schon gut sein, wird schon passen, hat ja immer bisher gepasst. Ja. Und das ist... Ja. Wenn wir nochmal zurück zum Thema ADHS kommen, du hattest ja auch in der Vergangenheit, du warst ja erst als hochbegabtes Kind diagnostiziert und dann als ADHS-Kind. Wie hat diese Erkenntnis dein Bild von dir selbst verändert? Also die ADHS-Diagnose, die kam ja eigentlich erst so vor 5 Jahren. Die kam als Erwachsener und die Hochbegabungsdiagnose, die kam ja als Kind und ich bin aber ganz oft auch so hinter diesen Erwartungen, aber auch hinter den Leistungen zurückgeblieben, weil ich es nicht immer abrufen konnte. Ich konnte das dann abrufen, wenn mich das Thema interessiert hat. Also ich war jemand, der klassischerweise 1 und 4 hatte. Und ich konnte mir das nicht erklären, warum das so ist. Und ich weiß, natürlich ist es bei Hochbegabten schon auch so, aber ich kannte auch andere, die hatten das nicht. Und es war für mich immer so ein Widerspruch von, ich sollte so leistungsfähig sein oder sollte das können. Und ich weiß auch, ich kann es. Also wenn ich es nicht hätte abrufen können und das nicht gekonnt hätte, wäre es ja irgendwie ein anderes Thema gewesen. Aber ich habe nicht verstanden, wieso ich nicht immer oder wieso ich so wenig, in Anführungszeichen, Kontrolle darüber habe, wann ich leistungsfähig bin und wann nicht oder wann ich in denen gut bin und wann nicht. Und habe sozusagen die Defizite, die ich da hatte, immer auf mich als Person bezogen. Dass ich faul bin, dass ich undiszipliniert bin, dass ich es mir zu einfach mache, dass ich den Weg des geringsten Widerstands gehe, wo ich sagen würde, wo ist denn das Problem eigentlich auch, das zu machen? Und durch die Diagnose kam da schon auch ein bisschen eine Milde mit rein, zu sehen, okay, ich kann das vielleicht einfach nicht so gut, bestimmte Sachen. Also so, ich hatte ja gesagt, ich kann eine Stadt aufbauen, aber ich kann sie nicht verwalten. Und ich habe mich immer gefragt, warum kann ich das nicht? Ich habe doch irgendwie jetzt so das andere auch hingekriegt. Und da kann ich ein bisschen entspannter mit mir sein und sagen, okay, dann muss ich eine Lösung finden, wie ich das umgehen kann. Oder ich muss ein bisschen netter zu mir sein, weil das für mich einfach eine größere Herausforderung ist. Für mich ist es keine große Herausforderung, wenn ein guter Freund in eine Krise stürzt, für den eine Woche da zu sein und parallel zu arbeiten. Aber es ist für mich eine große Krise, wenn ich 3 Wochen keine E-Mails bearbeitet habe und das dann immer innerhalb von einer Woche irgendwie nachholen muss. So, und da geht es um Akzeptanz für mich und auch so ein bisschen um Selbstmitgefühl und auch um Lösungen zu finden, wie man das dann abgeben kann. Und das hat die Diagnose für mich schon verändert. Ist sozusagen man würde sagen, die Entschuldung des Individuums. Dass man sozusagen den Fehler nicht immer nur bei sich sucht, sondern es schafft, da ein bisschen freundlicher mit sich umzugehen und auch pragmatischer letztlich. Weil keinem ist geholfen, wenn ich mich dafür fertig mache, wenn ich was nicht kann. Ich verharre ja dann quasi in diesem Loop. Das heißt, die ADHS-Diagnose hat dir eher insofern geholfen. Also ich stelle mir das so vor, wenn man irgendwie so hochbegabt diagnostiziert wird, wurde ich jetzt nicht, aber dann stellt man sich ja so vor, okay, ich habe anscheinend eine besondere Begabung. Das heißt, ich kann Sachen vielleicht auch besonders gut. Und wenn es dann aber nicht der Fall ist, so wie du es beschrieben hast, dann wirft man sich vor, okay, warum ist das jetzt nicht der Fall? Oder warum bin ich manchmal besonders gut und manchmal nicht? Und dann hat diese ADHS-Diagnose sozusagen den Druck rausgenommen und hat sozusagen bei dir dazu geführt, dass du dann gesagt hast, okay,
das macht Sinn und ich akzeptiere das jetzt auch, dass es so ist, dass es manchmal gut ist und manchmal nicht, dass ich mich manchmal konzentrieren kann und manchmal nicht. Ist das richtig verstanden? Ja, genau. Und da ist die Diagnose ja auch nur ein Puzzleteil, ne? Also die löst ja diesen Konflikt von Selbstakzeptanz nicht. Und ich hadere natürlich auch immer noch wieder auch mit anderen Sachen, dass ich so denke, ich würde es aber gern können. Und ich kann es aber nicht. Und es ist für mich schwer. Und ich würde dann noch 100-mal gegen die gleiche Wand laufen. Aber bei anderen Sachen hat es mir das erleichtert, es zu akzeptieren. Und es hat mir auch Optionen eröffnet, Strategien zu nutzen, die eben auch andere ADHSler nutzen. Klar, hätte das auch machen können ohne die Diagnose. Aber zum Beispiel den Zugang zu Medikamenten, den hätte ich jetzt ohne Diagnose nicht gehabt. Und da habe ich ganz klar gemerkt, dass es sehr krass dabei hilft, langweilige Scheiße zu machen. Und das ist, glaube ich, wie diese Medikamente funktionieren. Sie helfen dabei, monotone, langweilige, wenig belohnende und damit komplett amotivationale Dinge, die man aber eben tun muss, weil sie dazugehören, zu erledigen. Und da würde ich sagen, das hat auf jeden Fall viel geholfen. Ich finde, deine Geschichte verdeutlicht, wie so ein externes Bild einen so krass beeinflussen kann, also so eine Diagnose. Die Art und Weise, wie man sich selbst betrachtet und seine Rolle im Leben. Ja, voll. Du hast gerade von Strategien gesprochen, die dir dann geholfen haben, mit diesem ADHS umzugehen. Was waren das für Strategien? Also Strategie 1 ist überall da, wo man Geld drauf werfen kann, Geld drauf zu werfen. Ich glaube, so ehrlich muss man natürlich sagen, ich glaube, die beste Strategie bei ADHS ist, wenn man genug Geld und Netzwerk hat, um Sachen abgeben zu können. Aber zumindest wurde das auch zu einem meiner Ziele, dadurch auch mehr zu verdienen, damit ich Sachen abgeben kann. Was auch eine Strategie ist so, viele ADHSler machen die Dinge auf dem letzten Drücker. Nicht nur ADHSler, aber es ist auch etwas, was eben bei ADHS sehr, sehr häufig vorkommt, weil die Dinge nur dann sozusagen mich motivieren, um anzufangen, wenn wenn da Stress dahinter ist, weil dann bin ich aktiviert. Und was aber viele machen, bis der Stress dann kommt, ist, dass die sagen, ich sollte doch anfangen. Warum fange ich nicht an? Ich bin so faul. Andere kriegen das auch hin. Und ich werde mich, bis ich anfange, ab. Macht keinen Sinn. Also, weil wenn ich weiß, ich funktioniere so, dann spare ich mir doch die Selbstabwertung der Woche davor eher. Also das schaffe ich dann besser. Ich merke dann schon, ich werde irgendwann unruhiger, aber ich kann damit besser umgehen. Und ich würde mir dann eher in der Woche drauf Urlaub nehmen oder frei, weil natürlich, wenn ich Dinge, für die ich 2 Wochen Zeit hatte, an einem Tag erledige, dann ist das anstrengend und dann kostet das Ressourcen. Aber in dem Wissen, dass das mein Normal ist, schaffe ich es dann, mir sozusagen eher so in der Nachsorge dann mehr Freizeit zu nehmen und mich da um mich zu kümmern. Ne? Ich gucke, wie funktioniere ich, was ist die Konsequenz davon? Die Konsequenz davon ist, dass ich in sehr kurzer Zeit viel Ermüdung akkumuliere und dass ich dann in der Folge davon auch Ruhe brauche. Und das sind Sachen, die mir helfen. Oder vielleicht sind jetzt eher so größere Sachen, ne? Aber so was Kleineres wäre zu gucken, okay, in welchem Kontext kann ich mich gut konzentrieren, wenn ich monotonere Dinge machen muss. Und das war für mich auch eine Reise, das rauszufinden. Ich dachte erst, ich mache es zu Hause. Da war ich der König auf Reels gucken zu Hause. Dann dachte ich, okay, ich mache es irgendwie in einem Café. Ja, war irgendwie auch okay, aber hat irgendwie auch nicht so gut geklappt. In der Bibliothek war es ganz furchtbar. Und dann habe ich für mich irgendwann rausgefunden, okay, ich brauche einen Café. Ich brauche, dass da ein bisschen was los ist. Ich brauche aber auch Musik auf den Ohren. Und es soll aber irgendwie so eine Art, ich höre immer so Instrumentals von Serien. Es gibt eine Playlist so von Succession, die Serie, vielleicht kennst du die. Staffel 4, da höre ich das komplette Album immer durch und da kann ich mich so krass konzentrieren. Und das für mich so rauszufinden. Ich glaube, die Diagnose hat da ein Stück weit geholfen, eine Neugier zu entwickeln. Und vielleicht hätte ich die auch ohne die Diagnose irgendwie entwickelt, aber die Diagnose war da schon hilfreich zu sehen, okay, ich muss vielleicht einfach nach anderen Prinzipien suchen, wie ich funktioniere. Und diese ADHS-Prinzipien, so neu, stimulierend, es geht auch viel um Stimulation, das hat mir dann geholfen, zumindest bei solchen Sachen so diese Strategie zu entwickeln und da fahre ich sehr gut mit. Also da kann ich 3, 4, 5 Stunden Sachen machen, wo ich sonst wahrscheinlich 3, 4 Tage gebraucht hätte und es immer noch vermieden hätte, aufgeschoben. Das heißt, es geht eigentlich um Konzentration und darum, dass wir Menschen uns individuell eigentlich unterschiedlich konzentrieren können in unterschiedlichen Settings. Das heißt, wir
wir dürfen da hinschauen, in welchem Setting kann ich mich bei welcher Aufgabenstellung besonders gut konzentrieren. Und dann hast du jetzt gerade gesagt, dass es bei dir zum Beispiel, wenn du monotone Aufgaben hast, dass es da für dich besonders sinnvoll ist, in einen Café zu gehen, die Musik auf die Ohren zu machen und dann funktioniert das besonders gut. Das habe ich jetzt aber nicht ganz verstanden, weil ist es nicht so, dass man als ADHSler auch sehr schnell abgelenkt ist und im Endeffekt fügst du dir ja in diese Situation Ablenkungen hinzu, um dich konzentrieren zu können. Das klingt für mich nicht so ganz stimmig. Also wie erklärst du dir das? Ich glaube, dass einerseits die Hintergrundmusik ist stimulierend. Das heißt, das ist eher was mich dann aktiviert. Aber nicht auf so eine stressige Art und Weise, sondern die ist ja sehr gleichförmig und ich glaube, die hält mich eher in so einem Zustand, wo ich nicht so schnell gelangweilt bin und wo das mir ein angenehmes Gefühl gibt. Bei dem Visuellen ist es, glaube ich, so, das ist jetzt nur Mutmaßung, ne? Ich kann nur sagen, dass für mich funktioniert, dass das auch was Stimulierendes hat, aber ich zum Beispiel nicht ohne Kopfhörer und ohne diese monotonere Musik arbeiten kann, weil ich dann zu sehr abgelenkt bin. Also das Filtern von Reizen ist ja bei ADHS auch manchmal ein bisschen schwieriger, weil ich zum Beispiel alle Gespräche gleich höre oder von Geräuschen abgelenkt bin. Und da habe ich nicht so viel Kontrolle drüber. Es geht da viel um so exekutive Kontrolle. Wie kann ich quasi meinen Geist kontrollieren, wo die Aufmerksamkeit hinwandert? Und wenn ich sozusagen den akustischen Kanal ausschalte oder den kontrolliere durch die Art der Musik, die ich höre, lauter, leiser, das, was ich höre, dann ist der visuelle Kanal, glaube ich, nicht mehr so schlimm, dass der mich jetzt so krass ablenkt, dass ich nicht mehr produktiv wäre, sondern ich kann dann ab und zu mal so ein bisschen gucken, da ist auch was, das ist auch irgendwie schöner als an eine weiße Wand zu gucken, aber ich kann dann wieder leichter zurückkommen und es ist ja was, wo ich eher, also da muss schon was Extremes passieren, dass ich sozusagen abgelenkt werde, als ich gucke dann selbst mal ein bisschen rum. Während bei Geräuschen, das hast du nicht in der Hand. Dann fällt da irgendwo was runter, dann sind da Gespräche lauter und so. Das ist ein bisschen was anderes für mich. Das möchte ich jetzt mal genauer verstehen. Ja. Also heißt das zum Beispiel bei ADHS auch, dass einer von den sensorischen, wie sage ich das jetzt? Heißt es bei ADHS ist zum Beispiel der visuelle Reiz besonders empfindlich zum Beispiel im Vergleich zu zum Beispiel dem auditiven Reiz? Also gehen wir mal von einer normalen Person aus. Da sind die Reize vielleicht so standardmäßig, gleichmäßig eingestellt, sage ich mal. Und kann man das so sagen, dass bei einer Person mit ADHS es dann so ist, dass der visuelle Reiz besonders empfindlich ist auf Dinge, die einfallen und besonders große Reaktionen im Gehirn auslösen, was dann dazu führt, dass man zum Beispiel auch vielleicht besonders kreative Ideen hat, wenn man etwas Visuelles sieht. Also ich kenne zum Beispiel von einer Freundin, die ist auch ADHS diagnostiziert, wenn wir durch die Straßen laufen, die sieht Sachen und sieht irgendwie Formen, die ich gar nicht wahrnehmen würde, ohne dass sie mich darauf hinweist. So, guck mal, das schaut aus wie, hat mir mal ein Auto gezeigt, guck mal, das schaut aus wie so ein Schuh, hat die zu mir gesagt. Da gucke ich mir das so an, ich so, ja, okay, irgendwie hast du recht. So, das ist mir niemals aufgefallen. So. Ich frage dich das jetzt, weil du gerade gesagt hast, ich schalte meinen visuellen Reiz so ein bisschen dadurch aus, indem ich den auditiven Reiz mehr aktiviere. Da habe ich so noch nicht so drüber nachgedacht. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich etwas, was eher nochmal individuell ist, sozusagen auf welcher Sinnesebene ich da eher empfindlicher bin. Und also so ist zumindest mein Kenntnisstand. Was ja so ist, dass Menschen mit ADHS leichter abgelenkt sind oder dass die Aufmerksamkeit breiter streut. So, und wenn ich jetzt eine höhere Empfindlichkeit auf dem akustischen Kanal habe, dann bin ich davon vielleicht auch schneller abgelenkt als bei dem visuellen Kanal. Bei anderen ist es vielleicht eher das Visuelle. Dann gibt es ja auch andere, bei denen sind es Gerüche. Die können ja auch in bestimmten Umgebungen dann auch nicht so gut sitzen, weil sie dann davon eher abgelenkt sind. Und bei mir ist es eben so, ich weiß nicht, ob man das so verallgemeinern kann. Ich glaube, das ist tatsächlich auch was Individuelles, wenn man sich einen Mensch vorstellt, der jetzt kein ADHS hat und man setzt ihn ein bisschen unter Schlafentzug. Dann nimmt die Kontrolle über die exekutiven Funktionen ab. Und dann könnte man sagen, man setzt jetzt mal einen Menschen, der kein ADHS hat oder Schlafentzug, dann kann er sich vielleicht vorstellen, wie das dann ist, weil dann bin ich auch leichter ablenkbar, ich bin gereizter, ich bin vielleicht auch unruhiger und vielleicht würde man dann feststellen, okay, welcher Sinneskanal ist es dann bei der Person? Ne, weil bei mir ist es jetzt irgendwie die Kombination,
Ich kann es aber, würde es aber jetzt nicht verallgemeinern können, weil ich kenne auch PatientInnen, bei denen ist es die sind vor allem visuell super schnell abgelenkt und die sagen, ich brauche eine weiße Wand, damit da nichts ist, damit ich mich da gut konzentrieren kann. Ich brauche einen aufgeräumten Schreibtisch und bei mir ist es eben anders. Ich glaube, was man da vielleicht lernen kann, ist eher so, auch die Leute, die kein ADHS haben, so zu ermutigen, rauszufinden, was denn für die Person funktioniert. Und bei ADHS-Lern ist es vielleicht eher eine Notwendigkeit, weil man eben aus dieser Norm rausfällt, aber die Norm ist halt die Norm und die passt ja für viele nicht. Und für viele ist es nicht das Richtige, in der Bib zu sitzen, sondern die müssen einen eigenen Weg finden, wie sie das machen können. Ja, ich finde das interessant, weil ich merke bei mir auch, dass der visuelle Kanal ist sehr empfindlich. Also wenn jetzt hier irgendwie ein Vogel reinfliegen würde, dann wäre ich direkt raus aus dem Fokus. Ja. Währenddessen ich merke, dass zum Beispiel der auditive Kanal bei mir ist nicht so, der lenkt mich nicht so ab. Ja, und da merke ich zum Beispiel bei anderen Menschen, die sagen zu mir, Leon, hörst du nicht die ganze Zeit dieses Geräusch? So, die können dann nicht in der Konversation bleiben, wenn man ein Gespräch hat. Und bei mir ist es aber so, wenn ich zum Beispiel hier in der Köln an der Aachener Straße bin, dann sind so viele Menschen und es fällt mir total schwer, mich zu fokussieren, weil so viel visuell auch um mich herum passiert. Die Geräuschkulisse ist eigentlich total in Ordnung für mich. Und das fand ich gerade interessant, dass du gesagt hast, man darf eigentlich darauf schauen, welcher Kanal ist bei mir besonders empfindlich und dann kannst du dem entgegenwirken. Also wenn du zum Beispiel einen besonders empfindlichen visuellen Kanal hast, dann kannst du zum Beispiel einen anderen Kanal, wie zum Beispiel den auditiven, stimulieren und dadurch nimmst du so ein bisschen Kraft aus dem visuellen Kanal. Ja, voll. Also das ist zumindest das, was ich dann auch so ein bisschen durchs Experimentieren bei mir rausgefunden habe. Und ja auch so für eine Aufgabe, die mich nicht motiviert, was sind da Bedingungen, die ich schaffen kann, wodurch ich mehr Stimulation erfahre und dann eben auch motivierter bin. Und bei mir ist es eben, indem ich eine Umgebung habe, die ich irgendwie ganz nett finde, wo ich ab und zu mal so ein bisschen rumgucken kann. Und bei anderen ist es wahrscheinlich eher, die Umgebung muss eher simpel sein, die hören dann vielleicht irgendwie andere Musik oder ruhiger oder was auch immer. Das sind Menschen, glaube ich, einfach sehr unterschiedlich. Aber ich kenne dass das schon bei vielen so ist, dass die eine gewisse Form von Stimulation brauchen, um auch monotone Tätigkeiten halbwegs okay durchführen zu können. Also viele, die bewegen sich dann irgendwie auch dabei oder haben so diese Walking Pads unterm Schreibtisch, weil sie dann damit auch Sachen machen können. Und ja, ich glaube, das ist einfach was man so für sich rausfinden muss, sowohl mit als auch ohne ADHS. Aber bei ADHS ist, glaube ich, die Notwendigkeit höher, weil sozusagen das Motivationssystem viel mehr jetzt nicht nach einem Schwarz-Weiß-Prinzip, aber schon deutlich extremer belohnungsbasiert und interessensbasiert funktioniert, als bei Nicht-ADHS-Lern. Mit was für Problemen kommen Menschen außerdem in eine Praxis und was für Strategien helfen denen dabei, diese Probleme zu lösen? Sehr unterschiedlich. Ich meine, so die Klassiker, so Organisation und Planung, das ist natürlich was viele haben. Da bin ich aber auch, sage ich immer ganz ehrlich, nicht der Experte dafür. Ich kann helfen, dass man so eigene Wege findet. Aber ich will auch tunlichst vermeiden, sozusagen so alte Schulerfahrungen zu wiederholen. Ne? Die klassische Verhaltenstherapie würde dann so mit Arbeitsblättern das irgendwie versuchen zu bearbeiten. Da habe ich aber ganz oft so das Gefühl, da bin ich jetzt so der Oberlehrer und wir reinszenieren da was, wo der Patient was nicht kann und das kennt er aus der Schule. Und dann geht's mir eher darum zu gucken, welche biografischen Wunden sind denn da entstanden, dass ich mir vielleicht auch was nicht zutraue. Ne, wenn ich mal über Prokrastination rede, das ist bei ADHS ein großes Thema, weil ich die Sachen planen muss, weil ich vielleicht keine Motivation habe, damit anzufangen, weil ich mich in Details verliere, die Sachen nicht beende. Das ist von mir aus die ADHS-Prokrastination, aber Prokrastination an sich ist ja auch ein Emotionsregulationsthema. Und wenn ich zum Beispiel zu hohe Ansprüche habe, ich will es perfekt machen oder ich traue es mir nicht zu und sage, ich kann es nicht, krieg's nicht hin. Und das ist ja auch was Menschen mit ADHS häufig erfahren haben in der Schule. Und da kann ich helfen, das zu reduzieren. Und das ist ja ein therapeutisches Thema. Da geht es dann darum, diese Glaubenssätze aufzuarbeiten, die einzuordnen, biografisch zu verstehen. Es geht darum, mit Emotionsregulationstechniken zu arbeiten, teilweise auch mit Achtsamkeit. Also man sagt immer, ADHSler könnten das nicht. Wenn die den richtigen Zugang für Achtsamkeit gefunden haben, werden die richtig gut darin. Das ist so das, wie ich sozusagen mit diesen Klassikern umgehe. Also ich gucke eher, was steht dahinter. Und dann hat man natürlich auch ganz häufig das Thema Selbstwert, Identität, wer bin ich, was ist meine Diagnose, was bin ich.
Ich habe als systemischer Therapeut natürlich auch so die Partnerschafts- und Familienbrille auf, weil ganz häufig die Partnerschaften auch nicht immer ganz unproblematisch laufen, weil es viel Konflikte gibt, weil natürlich, wenn ich viel fühle und vielleicht mit dem vielen Fühlen nicht immer gut umgehen kann, dann entstehen Konflikte. Ich werde defensiv, ich ziehe mich aus Streitigkeiten zurück, ich werde vielleicht laut und das ist dann schon auch was, wo es dann jetzt in Paartherapien eher darum geht, einen Rahmen zu finden, wo die beiden auch miteinander streiten können, konstruktiv, ohne dass einer das verlässt, ne, ohne den Rahmen verlässt, sondern dass man das irgendwie auf eine Art hinkriegen kann, ohne dass die Beziehung da Schaden nimmt oder sich da auch nochmal irgendwelche Glaubenssätze anguckt. Ja, und ganz großes Thema, würde ich sagen, ist auch Selbstmitgefühl. Also das merke ich in den Gruppen, die ich mache, dass die, wenn die Gemeinschaft finden, dann normalisiert sich viel, weil ich mich nicht immer für das Alien halte, dass die Dinge halt nicht hinkriegt und irgendwie mit Succession Season 4 Musik irgendwo sitzen muss und rumgucken muss, damit sich konzentrieren kann, sondern dann sagen andere, ja, geht mir auch so. Das normalisiert, ne? Selbstmitgefühl ist ja nicht nur die eigenen Schwächen akzeptieren und wohlwollend mit sich umzugehen, sondern die Erfahrung von allgemeiner Menschlichkeit zu machen, dass es eben was eine menschliche Erfahrung ist, und das machen neurodivergente Menschen oder ADHSler untereinander in Gruppen ganz oft, wo ich das Gefühl habe, da normalisiert sich was, die werden freundlicher mit sich, die werden akzeptierender mit sich. Und das sind, glaube ich, so die Hauptbausteine, die ich dann so in der Therapie habe. Und alles andere, wenn dann noch andere Diagnosen im Raum sind, ist eher so zu überlegen, wie beeinflusst die ADHS möglicherweise die Depression oder die Angststörung. Und das ist eher so ein informierter Ansatz, und da würde ich dann nochmal therapeutisch vorgehen. Wir machen eine ganz kleine Pause, in der ich euch einmal daran erinnern möchte, wenn ihr das Video hier auf YouTube schaut, einmal auf den Like-Button zu klicken, und wenn ihr das Ganze auf Spotify anschaut oder anhört, uns bitte einmal eine Bewertung zu hinterlassen. Damit sorgst du dafür, dass weiterhin solche Gespräche führen können. Danke für eure Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Lass uns mal in dieses Thema Prokrastination gehen, und du hast gesagt, dahinter stehen oft Dinge wie Perfektionismus. Mhm. Kannst du das nochmal genauer erklären? Ja, klar, natürlich. Ich hatte das ja unterschieden, so was sind so die exekutiven Sachen und was ist so vielleicht auch die Lebenserfahrung, Lebenserzählung, der Glaubenssatz. Und einer dieser Glaubenssätze, der das verhindern kann, ist Perfektionismus, weil ich einfach sehr unrealistisch hohe Standards an mich habe. Und wenn ich jetzt eine Aufgabe habe, die sowieso noch nicht belohnend ist oder vor der ich vielleicht auch ein bisschen Respekt habe, weil ich zum Beispiel eine Abschlussarbeit anfangen muss, dann lösen diese hohen Standards ja schon ein Gefühl aus. Zum Beispiel von, kriege ich eh nicht hin. Und dann fange ich vielleicht an und merke aber so, irgendwie bin ich nicht zufrieden. Ist sozusagen nicht, erfüllt meine Standards nicht, ist nicht gut genug. Und dieses Gefühl von nicht gut genug zu sein, das löst ja ein Minderwertigkeitsgefühl aus oder Scham sogar. Und Minderwertigkeitsgefühle und Scham sind jetzt nicht unbedingt Gefühle, die mich in die Aktion bringen. Die machen mich ja eher klein. Scham ist ja was, wo ich mich klein mache. Und das kann dazu führen, dass ich, weil ich so hohe Standards habe, mit einer Aufgabe nicht anfange, weil ich das Gefühl, was damit einhergeht, was diese Standards auslösen, nämlich ich kriege das gar nicht hin, ich kann diese Standards gar nicht erfüllen, das nicht aushalten kann, und dann ziehe ich mich zurück. Genau wie jemand, der quasi im Umkehrschluss sagt, ich kann gar nichts, der fängt auch mit nichts an, weil er vielleicht denkt oder merkt, sobald das erste Hindernis kommt, so ist es ja bei Aufgaben nun mal, ich kann es eh nicht, dann lasse ich es lieber. Und das ist was, wo es sozusagen auch um Emotionsregulation geht. Das heißt, man hat sozusagen das Gefühl, ich möchte etwas perfekt machen, ja, weil nur dann ist es genug. So, dann mündet das in diesem Perfektionismus. Und eigentlich ist es aber Perfektionismus eigentlich getarnte Prokrastination. Oder kann dazu führen, ja, wenn man da reingeht, ne? Ja. Und das Ding ist ja auch, wenn ich es dann doch geschafft habe, dann ist er nicht so, boah, geil, sondern häufig so, nochmal Glück gehabt. Ist ja nochmal okay gegangen. Also dieser dysfunktionale Perfektionismus, der ist halt vor allem dadurch gekennzeichnet, dass es nie genug ist. Das ist ja die Falle dahinter. Dass ich quasi, wenn ich was erreicht habe, wo ich hohe Standards gesetzt habe, dann bin ich erleichtert, dass ich nicht gescheitert bin. Also das ist ein Vermeidungsziel. Dahinter steckt nicht, ich möchte besonders gut machen, sondern ich möchte nicht scheitern. Und wenn ich es nicht geschafft habe, dann kommt ja die Selbstabwertung. Und dann wird es dann nochmal hässlich. Und dann mache ich mich runter und dann setze ich die Standards noch höher.
Das ist interessant. Also ich sehe mich teilweise auch im Perfektionismus in meiner Arbeit. Meine Mitarbeiter wissen das auch. Und es hat für mich auch sehr viel mit Kontrolle zu tun, die du haben möchtest. Also wie so eine Art, du möchtest immer die Kontrolle über die Sachen behalten. So. Und wenn aber das, was du tust, wenn du das nicht mehr alleine tust, sondern wenn mehrere Mitarbeiter vielleicht involviert sind, oder vielleicht auch in der Familie, vielleicht mit Familienmitglieder, Freunde und so weiter und so fort, dann wird ja gar nicht mehr möglich sein, dass du alles kontrollierst. Und dann ist es auch so ein Prozess des Loslassens und der Verantwortung abgeben. Und dieses Mindset, vertrau einfach, dass es dann auch gut genug sein wird. Ne? Und ich habe auch gemerkt, wenn du die ganze Zeit in diesem Perfektionismus festhältst, weil es hat irgendwo für mich in unserer Gesellschaft das Wort auch so eine positive Konnotation. So. Ja, er macht das perfekt, ja, er will es immer perfekt machen, so ist er irgendwie löblich, irgendwo auf einer Hinsicht auch. Ja, klar, natürlich. Ja. Aber langfristig gesehen ist es einfach überhaupt nicht nachhaltig. Das heißt, langfristig gesehen auch, wenn du jetzt eine To-Do-Liste hast mit 10 Sachen und du willst sie alle perfekt machen, dann wird sich alles verlangsamen und dann wirst du automatisch Sachen auch prokrastinieren und nach hinten schieben. Und dann ist es wie so ein Rattenschwanz, der sich halt da durchzieht und Sachen werden. Also es hilft einfach niemandem. Es hilft dir nicht, es hilft deinen Mitarbeitern nicht und es hilft auch deinem Unternehmen und dem Prozess nicht, den du eigentlich voranbringen möchtest, denn deswegen bist du ja perfektionistisch, weil du es ja gut machen möchtest. Und das mal so zu sehen, ist total hilfreich, finde ich, also war für mich total hilfreich. Und dann ist es halt ein Prozess des wirklich Loslassens und vielleicht, wenn wir es jetzt auf ADHS auch beziehen, auch ein Prozess von, man wird vielleicht stimuliert dadurch, dass etwas nicht so ist, wie man es möchte. Ja, dass der Strich irgendwie 2 Zentimeter zu weit rechts ist. Und zu sagen, ja, ist okay. Ja, voll. Oder ich suche mir aus, wo ich mich quäle. Man darf sich ja quälen, man darf ja Dinge auch gut machen wollen. Ja. Und ich glaube, es hilft aber oft einfach auch zu gucken, ist es jetzt ein Ziel, dem ich mich annähere? Also ich möchte das richtig, richtig gut machen, ich möchte das geil machen, ich habe da Bock drauf. Oder ist das eher sowas von, ich kann nicht ertragen, wenn es nicht perfekt ist? Also versuche ich eher Scheitern und Misserfolg zu vermeiden oder versuche ich mich einer Sache anzunähern? Weil wenn ich eher an dieser Annäherungsmotivation bin, dann ist ja in dem Moment, wo ich dieses Ziel erreicht habe, ist es gut. Weil ich habe das Ziel erreicht. Aber nicht zu scheitern, die Dinge nicht perfekt, also das ist ja was, das kann ich nicht erreichen. Ich kann jedes Mal sagen, Glück gehabt oder ist ja nochmal gut gegangen. Aber sobald ich morgens wieder aufwache und die nächste Aufgabe habe und wieder diese Angst im Vordergrund steht, die Dinge falsch zu machen, weil man Angst hat vor dieser Selbstabwertung oder Angst hat vor Minderwertigkeitsgefühlen, dann ist das ein Rattenschwanz. Da mache ich es weiter. Es wird nie genug sein. Und wenn ich lernen kann, mit diesen Gefühlen umzugehen, und Aufgaben können unangenehme Gefühle auslösen, die können Minderwertigkeitsgefühle auslösen, die können Zweifel auslösen, die können auch Freude auslösen. Und wenn ich aber diesen Blumenstrauß an Gefühlen besser aushalten kann, ohne mich dafür selbst abzuwerten, dann kann das auch mit Leid zusammenhängen, ne, weil es auch unangenehme Gefühle sind. Aber ich produziere dadurch nicht noch mehr Leid, indem ich versuche, das Leid, was eben nicht vermeidbar ist, doch zu vermeiden. Also, ne, du hast gesagt, Kontrolle. Und das ist manchmal, glaube ich, wenn man dann zu viel Kontrolle da reingibt, auch eine Aufgabe, sich von dieser Illusion zu verabschieden, weil man das eben nicht alles unter Kontrolle hat. Und weil es darum geht, diese Gefühle auch irgendwie aushalten zu können. Und was mir auch geholfen hat, ist zu schauen, wenn du diesen Drang hast, ja, ich möchte etwas kontrollieren und ich möchte etwas perfekt machen, du wirst es sowieso nicht überall schaffen. Vielleicht schau mal, was ist die eine Sache, wo es sich vielleicht sogar auch lohnt, mehr zu geben. Also es gibt ja es gibt ja diese Regel irgendwie 30% Input und 90% Outcome oder so und dann, ich weiß nicht genau, wie die mehr heißt, diese 30... Ich weiß es leider nicht. Ich dachte immer 80-20. Genau, richtig. Genau, das meinte ich. 80-20-Regel. Ja. Und mir hat mal mein Coach gesagt, das ist eigentlich Bullshit, weil du kannst es nicht auf alles anwenden, sondern es geht eigentlich darum, es gibt Sachen, da macht es auch Sinn, auf 100% zu gehen. Total. Ja, aber dann gibt es andere Sachen, da macht es halt keinen Sinn. Ja. Und wenn du diesen Drang hast, das ausleben zu wollen, diesen Perfektionismus vielleicht muss man das auch nicht komplett unterdrücken, sondern vielleicht kannst du auch schauen, okay,
in dieser Situation macht es jetzt echt Sinn, mal richtig genau hinzuschauen, Ja. weil es dann auch wirklich was bringt. Mhm. Und in allen anderen Situationen aber macht es einfach gerade keinen Sinn. Oder ist zum Nachteil, ne? Also wenn ich jetzt einen Steuerberater habe, dem ich nur so semi vertraue, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, zu 100% mal selbst in die Buchhaltung einzusteigen und sich das nochmal anzugucken, einfach auch so ein bisschen Wissen zu haben. Wenn ich aber ein Vertrauensproblem in meiner Partnerschaft habe, dann würde ich sagen, ist es in den allermeisten Fällen keine gute Idee, das Handy der Freundin zu kontrollieren. Weil das zu mehr Konflikten das löst ja auch das Thema nicht. Da scheint es ein Vertrauensthema zu geben, was entweder mit dem Selbstbild der Person zu tun hat oder mit der Partnerschaft oder mit beidem. Und da würde ich dann sagen, da ist es vielleicht eher gut, das nicht zu machen. Und dann in anderen Fällen vielleicht schon. Und da, finde ich, geht es dann auch viel um Kommunikation. Das ist jetzt auch ein extremes Beispiel mit dem Kontrollieren des Handys. Ne? Ja. Aber so auch vielleicht andere Mitarbeiter oder Leute in der Familie werden das nicht verstehen, dass du vielleicht diesen Drang hast. Mhm. Und dann auch zu kommunizieren, warum du denn so bist, wie du dich fühlst und dass du vielleicht auch daran arbeitest, dass du es selber siehst, dass es irgendwo auch einschränkend ist oder nicht hilfreich ist gerade für die Situation, kann auch helfen, ne? Also vielleicht auch gerade in solchen Beziehungsthemen, wo man dann, wenn das sich auch noch da rein verlagert, dann einfach darüber zu reden. So diese transparente Kommunikation, das ehrliche Mitteilen. Ja, voll. Und auch vielleicht zusammen lernen, dass man vor bestimmten Themen auch ein bisschen ohnmächtig ist, weil jeder hat ja so seine Themen und Gefühle, mit denen er oder sie nicht so gut umgehen kann. Und es wird vielleicht dann auch bei manchen auch immer wieder ein bisschen mit Arbeit zusammenhängen, da irgendwie einen guten Umgang zu finden. So, ja. Du hast jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass es wichtig ist, den Kontext anzuschauen. Und das würde ich gerne auch nochmal auf das Thema beziehen. Darüber redest du auch viel. Die Schnittstelle zwischen ADHS, Trauma und sozialen Bedingungen. Und dahingehend jetzt nochmal die Frage anknüpfen an das, was wir besprochen haben. Warum reicht es aus psychologischer Sicht nicht aus, sich da nur auf das Gehirn zu konzentrieren? Und warum müssen wir auch immer den Menschen in seinem Kontext verstehen? Ja, weil der Mensch nun mal auch ein bisschen mehr ist als das Gehirn, ne? Und ich glaube gerade, ich meine, die ganzen neurowissenschaftlichen Studien zu ADHS, die empirischen Belege sind nicht so spezifisch, wie das immer so dargestellt wird, als gäbe es das ADHS-Gehirn. Kann man so von außen gar nicht sagen. Es gibt bestimmte Korrelatoren, bestimmte Hinweise und es gibt Theorien, warum das so ist. Wir haben das Medikament, das auch funktioniert. Wir wissen aber nicht genau, warum das so ist. Und die Studien geben das nicht her, sodass man sagen könnte, man kann quasi sich ein Gehirn angucken, kann sagen, das ist ADHS. Das kann man so nicht. Und gleichzeitig habe ich aber auch, wenn ich sozusagen wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise anders funktioniere, mache ich häufiger andere Erfahrungen mit Ausgrenzung, mit Konflikten, mit Misserfolgen in der Schule und daraus entwickeln sich Glaubenssätze. Wir haben jetzt über Perfektionismus gesprochen, ne? Wenn ich gemerkt habe, okay, ich habe sehr viel Misserfolg in der Schule gehabt oder ich muss die Dinge super gut machen, damit ich es irgendwie hinkriege, damit ich es nicht vergesse oder nicht so abgelenkt bin, das haben ja auch viele Erwachsene mit ADHS, dann ist das eine Erzählung über mein Leben, die ich mitnehme und die ich dann auch in andere Kontexte trage. Ja. Und wenn ich aber in einem Kontext arbeite, der für mich nicht der richtige ist, dann kann es sein, dass ich mich da einfach sehr viel quäle. Also für mich war das die Anstellung zum Beispiel. Oder eine Aufgabe, wo ich sehr viele Leute mitorganisieren musste. Dachte ich heute, also, warum habe ich das gemacht? Ich bin da sehr, sehr schlecht drin. Und den richtigen Kontext für sich zu finden, kann eben, also das geht da so ein bisschen darum, um so eine Nische zu finden, in der ich sozusagen mit meinen Symptomen einerseits gut umgehen kann und die vielleicht sogar im besten Fall als Ressource nutzen kann. Und das ist was mir so ein bisschen zu kurz kommt, weil es immer sehr viel nur um Dopamin oder um das Gehirn geht. Und das ist natürlich auch alles wichtig und vieles entsteht ja nun mal auch im Gehirn. Aber wenn Menschen mit ADHS, viele haben ja ein Thema mit Kritik, dass sie nicht gut mit Kritik umgehen können. Oder das ist einfach sehr viel in denen auslöst. Und da macht es, finde ich, nicht so viel Sinn, immer nur ins Gehirn zu gucken, sondern auch, wie wächst der Mensch auf? Und es ist ja nachvollziehbar, dass wenn man Ablehnung erfahren hat, Kritik, Zurückweisung, dass man dann darauf empfindlicher reagiert. Und dann muss man sich diese Erzählungen angucken, muss das aufarbeiten und muss vielleicht auch Kontexte finden, in denen man sich damit wohler fühlt. Manche lernen dann ja so, dass man um Liebe kämpfen muss, um Ablehnung zu vermeiden, statt vielleicht zu sagen, okay, wenn jemand nicht so emotional verfügbar ist, sollte ich mit der Person vielleicht gar nicht so close sein, weil ich damit nicht gut umgehen kann. Das eine wäre so, ich sorge für mich, das andere ist so, ich gehe wieder und wieder in diese alte Geschichte rein. Ne, dieses
gibt es auch so ein Zitat von Carl Gustav Jung, was hat er gesagt? Solange man das Unbewusste nicht bewusst macht, wiederholt man die gleichen Geschichten und nennt es dann Schicksal. Und das fand ich irgendwie, man kann Carl Gustav Jung auch kritisieren, aber da ist ein Satz, wo ich oft dran denke. Weil ich wiederhole es einfach. Es ist einfach ein anderer Mensch, der mir gegenüber sitzt. Ich fand's gut, was du gesagt hast mit diesem, wir sind mit unserer Lebensgeschichte und unserer Biografie aufgewachsen und haben vielleicht gewisse Techniken entwickelt, wie wir durchs Leben kommen. Ja. Und haben dann vielleicht so einen Hauptskill entwickelt und den versuchen wir dann auf verschiedene Situationen anzuwenden. Bei mir ist es zum Beispiel der Skill, so der Disziplin. Ich glaube, als Kind war ich nicht besonders diszipliniert. Und ich habe das dann aber irgendwie so erfahren, okay, wenn ich viel Arbeit reinstecke und wenn ich dranbleibe, dann habe ich Erfolg, ja. Das war so beim Sport damals, das war dann irgendwie auch im Studium, weil ich war jetzt nicht der Typ, der in der Vorlesung saß und dann direkt die Sachen irgendwie gecheckt und sich gemerkt hat. Ich war immer eher so total abgeschwiffen in der Vorlesung. Ich habe wirklich kaum was aus Vorlesungen mitgenommen. Und ich war dann wirklich vor den Klausuren zweifach bis dreifach, würde ich sagen, von der Zeit her länger am Lernen als die anderen Studenten und wir hatten aber am Ende dasselbe Resultat. So. Das heißt, durch die Disziplin habe ich immer oft gemerkt, bekomme ich die Sachen dann hin. Und dann habe ich aber in anderen Kontexten gemerkt, da hilft es halt nicht, da brauchst du keine Disziplin. Zum Beispiel bei zwischenmenschlichen Begegnungen, scheiß auf die Disziplin. Also es geht nicht um Disziplin, es geht um Resonanz. Ja? Ja, total. Also in der Arbeitswelt, setz dich hin, mach die Wiederholungen oder beim Sport, hab die richtige Technik, sei diszipliniert und du wirst wohin kommen. Bei zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn es nicht vibet, dann vibet es nicht. Ja. So. Ja, voll. Das heißt, wenn wir jetzt nicht in Resonanz treten, ist egal, wie viel Disziplin ich da reingebe und pushy bin und versuche die richtige Technik anzuwenden, es wird einfach nicht funktionieren, weil das nicht in meiner Hand liegt. So, die Resonanz ist so individuell und einzigartig und da gehört halt nicht nur eine Person rein, die alles gibt, so wie du gerade auch gesagt hast, sondern es ist ein Resonanzspiel. Und das musste ich wirklich, und das muss ich immer noch lernen, weil ich manchmal wirklich mit meinem Disziplinskill durch die Welt laufe und das dann irgendwie in andere Kontexte übertrage, was überhaupt nicht passt. Voll, ja. Und da irgendwie zu merken und selber auch zu reflektieren und zu sagen, okay, hier geht es nicht darum, gut, dass du Disziplin gelernt hast in deinem Leben und mit deiner Biografie. Aber hier geht es gerade nicht darum. Voll. Hier geht es um was ganz anderes. Und ich finde das voll cool, dass du sozusagen in dem ersten Satz das auch wertschätzt, so cool, dass du das gelernt hast. Ja. Weil das sind Überlebensstrategien und die haben eine Funktion. Und die haben auch eine gute Absicht dahinter, selbst wenn die uns nerven. Und die dürfen aber auch in anderen Kontexten, wie du es auch gesagt hast, ein bisschen in den Hintergrund treten. In Beziehungen, weil man eben nicht, und das ist ja auch schwer, also ich muss ja dann aushalten, dass ich den Fortbestand und die Entwicklung einer Beziehung nicht alleine kontrollieren kann. Ist nicht so leicht. Bin ich mit Ohnmacht konfrontiert. Ich muss es aushalten, dass es von Resonanz abhängig ist oder auch von Konfliktfähigkeit, davon, was der andere gibt. Und dann fühle ich mich vielleicht im ersten Moment gar nicht mehr so mächtig oder so selbstwirksam wie vorher. Aber du hast ja das dann auch wahrscheinlich auch gelernt, dass es anders gar nicht funktioniert. Oder dass es anders dann eben auch von Nachteil ist, weil ich mich dann super viel aufopfere, super viel Verantwortung übernehme für Dinge, die ich gar nicht in der Hand habe. So. Richtig, und da kommt halt auch das Tempo, der Aspekt des Tempos rein zum Beispiel. Wenn du jetzt bei der Arbeit bist, wenn du beim Sport bist, du kannst ein gewisses Tempo an den Tag legen, das du schaffen kannst, und dann wird sich die Sache realisieren. So. In einer zwischenmenschlichen Beziehung muss das Tempo zusammen erörtert werden. Ja. Es geht nicht darum, dass du besonders schnell bist, besonders kräftig bist und da irgendwas pushy machst, sondern es geht darum, ein Feingefühl an den Tag zu bringen und zu schauen, okay, was ist unser gemeinsames Tempo? Und dann kannst du sogar die Disziplin eigentlich nutzen, um zum Beispiel diszipliniert, geduldig zu sein, aber du musst sie halt irgendwie anders anwenden. Ja. So. Und da diese Flexibilität mitzubringen, ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun. Ja, total. So. Ja. Um größer umfänglich auch
zu dem zu kommen, dahin zu kommen, wohin du möchtest, wird dir helfen. Und wenn wir haben ja gerade über Trauma gesprochen, dann sind diese Sachen halt oft verhärtet. Und man ist nicht mehr so flexibel. Total, klar, weil ja das Überleben das sozusagen nochmal die Existenz, gerade jetzt, wenn man von komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen redet, da ist ja die Existenz permanent bedroht gewesen. Das heißt, diese Überlebensstrategien, die sich daraus entwickeln, die sind natürlich nochmal auf eine andere Art und Weise extremer vielleicht auch. Ja. Hast du ein Beispiel aus deinem Leben, wo du dir einen Skill angeeignet hast und den dann so über deine Lebensbereiche stülpen wolltest und dann gecheckt hast, krass, nee, ich brauche eigentlich einen anderen Skill oder ich darf da ein bisschen umdenken? Ich glaube, dass dieser Skill von Verantwortung übernehmen oder vielleicht auch sich aufopfern einer ist, den ich so auch in vielen Bereichen hatte, dass ich dachte, wenn ich weiß gar nicht, wie ich es gut sagen kann. Wenn ich jetzt sage Anführerrolle, dann spiegelt das es auch nicht wieder. Aber ich würde, wobei vielleicht schon. Ich glaube, ich dachte eine lange Zeit, wenn ich sozusagen eine vakante Anführerposition aufnehme in einer Beziehung oder in einem Arbeitsumfeld, wo quasi jemand gerade einen Anführer braucht, der die Dinge in die Hand nimmt und die Dinge tut, dass ich dann sowohl die Arbeitsbeziehung als auch die Partnerschaft oder was auch immer halten kann. Und das hat nicht funktioniert, weil ich mich da selbst verliere, weil ich dann in eine Rolle gehe, die ich nicht selbst gewählt habe, sondern die ich mache aus Angst, das zu verlieren, was ich habe. Also Kinder, die so parentifiziert sind, haben das ja oft, dass die Verantwortung für die Eltern übernehmen, die sie eigentlich gar nicht übernehmen können. Die übernehmen sich ja eigentlich. Und ich bin auch, glaube ich, jemand gewesen und muss da heute auch immer noch aufpassen, der sich in manchen Beziehungen, sei es jetzt Arbeit, freundschaftlich oder so, übernimmt und dann nicht mehr bei sich ist und dann überfordert ist. Und wo dieser Skill aber in meiner Selbstständigkeit, glaube ich, gar nicht so schlecht ist, weil ich mich von Sachen nicht schocken lasse, sondern sage, okay, wir packen das jetzt an und machen das so und so. Ist es gleichzeitig einer, den ich, glaube ich, in Freundschaften oder auch in Partnerschaften oder auch anderen zwischenmenschlichen Beziehungen abgelegt habe oder versuche abzulegen, weil ich dann auch wieder auf Augenhöhe bin mit den Menschen. Das bist du ja sonst nicht. Du bist sonst irgendwie nie so ganz verbunden, weil du immer Probleme löst, weil du immer dich um andere kümmerst und weil es auch nicht so um deine Verletzlichkeit geht, sondern sozusagen darum, die anderen zu schützen. Und dahinter steckt auch manchmal natürlich eine Angst, die eigene Verletzlichkeit zu zeigen. Und das ist dann sozusagen auch die Herausforderung, das kein Anführer zu sein, sondern verbunden sein zu wollen, auch bedeutet, Verletzlichkeit zu zeigen. Weil es manchmal auch gar keine Lösung braucht oder weil das Gegenüber gerade auch gar keine Lösung möchte, sondern es möchte einfach nur, dass man gerade mal zuhört und es fühlt. Ja. Ich hatte das auch in einer Ex-Beziehung, dass dann auch meine damalige, es war keine Beziehung, aber wir haben uns kennengelernt. Und dann hat sie mir auch so ihr Leid erzählt und es ging darum, dass sie gerne öfter zum Sport gehen wollen würde, aber die Freundin, mit der sie ja eigentlich immer geht, sie will ja immer nicht. Und dann war ich schon wieder so am Lösungen suchen. Ja, ich meinte so, wenn du unbedingt gehen willst, dann geh doch einfach alleine. Und dann war sie irgendwann sauer auf mich, so von wegen, Leon, warum suchst du eigentlich immer nach Lösungen? Kannst du nicht einfach mal zuhören? So, es geht mir eigentlich nur darum, dass du gerade zuhörst. So. Und deswegen kann ich mich damit sehr gut identifizieren. Ich bin auch immer so am Lösungen suchen. Das ist ja auch irgendwo gut, ne? Wie du auch gerade gesagt hast, in gewissen Kontexten wieder. Da sind wir wieder bei diesem Thema. Aber in anderen Kontexten dann diese Flexibilität mitzubringen, okay, jetzt gerade auch so zu checken, irgendwie, okay, was ist hier gerade gefragt? Es ist jetzt gerade eigentlich nicht gefragt, dass ich eine Lösung anbiete oder so, sondern es wird eigentlich gerade gefragt, dass ich zuhöre und das einfach mit ins Fühlen gehe, so verbunden bin. Ja. Comfort or Solution ist ja so dieser eine Satz, den man eigentlich auch fragen kann, was die Person gerade braucht. Brauchst du eine Lösung oder brauchst du jetzt gehalten zu werden? Und das gehalten werden kann für einen selbst dann auch manchmal anstrengender sein, weil man dann diese Gefühle und auch das eigene, dass man sozusagen jetzt gerade gar nichts tun kann, das konfrontiert einen ja selbst auch so mit Ohnmacht, aber in vielen Fällen reicht es schon und ist dann schon genau das, was die Person braucht. Wenn wir nochmal zurück zum Thema ADHS kommen, wenn wir ADHS nicht länger nur als Defizit oder Diagnose betrachten, sondern als Form von Neurodiversität, was müsste aus deiner Sicht in unserer Gesellschaft, in Schulen, Gesundheitssystemen und so weiter passieren oder sich verändern,
damit neurodivergente Menschen ihr Potenzial wirklich entfalten können. Oder zumindest auch nicht krank werden. Ne? Wir haben ja gerade bei ADHS dann auch häufig Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen, auch körperliche Beschwerden. Also es ist ja sozusagen aktuell ja so, dass die Neurodivergenz oder das Anderssein eher dazu führt, dass man häufiger krank wird, mehr Konflikte hat, häufiger den Job verliert, vielleicht auch sozial absteigt. Und das zu verhindern würde erstmal bedeuten, da müsste sich super viel ändern. Also allein wenn ich so an die Schule denke, also das heißt dann, das Kind ist unruhig. Und manchmal ist es aber auch so, dass das Kind in der Schule, das anfängt mit den Beinen zu wippen, ein Gradmesser dafür ist, dass die Klasse an sich vielleicht auch eine Pause bräuchte. Weil das einfach ja auch für Menschen ohne ADHS nicht sinnvoll ist, da irgendwie 1,5 Stunden oder 45 Minuten am Stück sich auf eine Sache zu konzentrieren. Das weiß man auch schon ganz lange aus Studien, trotzdem machen wir es immer noch so. Und die ADHSler sind dann halt die Ersten, die da auffallen. Und allein das so zu denken oder so zu nutzen oder mehr mit, wenn es heißt, okay, ADHSler sind Menschen, die häufig gut in Projekten arbeiten können, wenn die ein klares Ende und einen Anfang haben und die nicht unbedingt die Leute sind, die so pro Stunde arbeiten, sondern eben projektbasiert, dass man das würdigt, dass man da auch Autonomie gibt den Menschen. Das finde ich, sind für mich so Aspekte, die da super wichtig sind, neben dem Aspekt von Akzeptanz halt, ne? Großraumbüros, keiner mag Großraumbüros. ADHSler oder auch Autistinnen sind halt aber wahrscheinlich mit die Ersten, die darunter anfangen, sehr stark zu leiden. Und ich finde das so als Gradmesser zu nutzen, okay, da ist vielleicht was wir verändern müssen. Da mehr Flexibilität reinzugeben, die Menschen auch mehr mitentscheiden zu lassen. Also ich denke dann immer so, vielleicht müsste man das gar nicht für die Menschen mit ADHS entscheiden, sondern die da mehr einbinden, was die quasi für eine gute Arbeitsumgebung oder eine gute Schulumgebung brauchen. Weil bisher ist es ja eigentlich so gewesen, dass man das ja auch in der Diagnostik immer so haben das dann Fachexperten entschieden, aber gar nicht unbedingt so die Betroffenen selbst. So, und das ist, glaube ich, was, wo es auch um mehr Partizipation, vielleicht auch letztlich um mehr Demokratie geht, also um eine Demokratisierung im Gesundheitswesen, dass man sagt, neurodivergente Menschen müssen vielleicht in Entscheidungsprozesse mehr eingebunden werden, dass wir Behandlungen entwickeln, die für die passen, dass wir Studien entwickeln, die auch die Leute mit einschließen und nicht immer nur irgendwelche College-Studenten, die Psychologie studiert haben, dass man Therapien nochmal anders denkt, also weg so von der Einzeltherapie hin zu, okay, vielleicht ist so dieser Ansatz von, dass die da in Gemeinschaft irgendwie, das ist dann auch keine Gruppentherapie, sondern das ist das, was ich mache in meiner Gruppe, ist so eine Mischung aus einer angeleiteten Selbsthilfe und ein bisschen Gruppentherapie, aber keine Gruppentherapie, wo ich quasi den ganzen Prozess steuere. Also, dass man andere Formate entwickelt. Also da finde ich, gibt es, glaube ich, ganz viel, was man irgendwie machen kann, wenn man die Menschen auch dazu ermächtigt, dass sie da mitmachen können, statt dass man es für die immer entscheidet. Du hast gerade gesagt, dass Anderssein führt dazu, dass man krank wird. Wie genau meintest du das? Naja, wenn ich aus einer Norm rausfalle und dafür bestraft werde oder ich muss ja trotzdem Geld verdienen. Ich muss trotzdem arbeiten gehen. Ich muss die Dinge, die ich zu tun habe, trotzdem erledigen, weil ich sonst negative Konsequenzen zu erwarten habe. Und wenn ich aber in diese Arbeitswelt 9 to 5 so gar nicht reinpasse, weil ich eben eher projektorientiert arbeite oder die Dinge eher auf dem letzten Drücker mache oder eben anders funktioniere, dann kann ich da eben in Konflikte geraten oder ich kann in Burnout rutschen, weil ich mich quasi an was anpassen muss, wofür ich nicht gemacht bin. Und das kann krank machen. Und das Problem ist aber dann heißt, okay, die Person, die eben anders funktioniert, und das ist ja nicht nur eine Person, die soll sich jetzt Therapie suchen, damit sie wieder normal funktioniert, statt dass man sagt, okay, was ist denn da im System eigentlich falsch, dass die Person überhaupt krank wird? Wieso wird jemand krank von so einem Job? Die Frage ist für mich, wo liegt die Verantwortung aus deiner Sicht? Liegt die jetzt beim System oder liegt die jetzt beim Individuum selbst? Weil für mich ist es irgendwo einleuchtend, dass das System sich natürlich nach der Norm richtet, weil wir müssen natürlich viele Prozesse standardisieren für Menschen in verschiedenen Einrichtungen, weil wir vielleicht als System dann nicht die Kapazität haben, so individuell auf die Menschen einzugehen. Wenn wir die Kapazität haben, sollten wir das natürlich machen. Oder liegt die Verantwortung eher beim Individuum, zu schauen, okay, das sind meine Bedürfnisse, so funktioniere ich, also suche ich mir einen Kontext, wo ich das ausleben kann und wo meine Stärken sozusagen gesehen, geschätzt und auch eingesetzt werden können.
Ich meine, im Moment ist es ja so, dass die Verantwortung sehr einseitig beim Individuum liegt. So, und ich glaube, dass ich meine, ne, wir kommen jetzt da an einen Punkt, wo man fragen kann, was für eine Gesellschaft möchte ich? Möchte ich eine Gesellschaft, in der sozusagen Gleichheit nur auf dem Papier irgendwo steht? Oder möchte ich wirklich, dass Menschen gleiche Voraussetzungen haben oder gerechte Voraussetzungen haben? Und wenn ich das möchte, dann muss ich ja schon auch in der Schule anfangen. Weil dann kann ich nicht sagen, naja, jetzt haben wir eine Norm und dann ist one size fits all und die nicht reinpassen, müssen halt selbst gucken oder müssen Nachhilfe bezahlen. Sondern dann muss ich ja sagen, okay, wenn ich will, dass auch dass der Kleine, der Große, der Dicke, der Dünne, der Mensch mit ADHS und der ohne, dass die gleiche Voraussetzungen und Startbedingungen haben, dann müsste ich die Gesellschaft eigentlich anders strukturieren und aufbauen. Und das will man, glaube ich, nicht. Meine Frage ist, hätten wir die Kapazitäten dafür? Ich glaube, das ist auch was man ja gar nicht weiß im Voraus. Aber ich glaube, weißt du, wenn man sozusagen, viele sagen ja dann, man hat die Kapazitäten nicht dafür und dann entstehen Systeme, die auch so funktionieren, dass man die Kapazitäten nicht hat. Das sehen wir jetzt ja aktuell auch irgendwie. Es gibt überall alles wird teurer und gleichzeitig Einsparungen und meanwhile werden halt die Reichsten irgendwie reicher. Kann man sagen, okay, aber Pech gehabt, ist halt jetzt so. Und hätte aber auch das anders verargumentieren können, hätte sagen können, irgendwie kann es ja nicht sein, dass sich Reichtum von der Gesellschaft entkoppelt, wenn das doch eigentlich zur Gesellschaft dazugehört. Also die Frage ist, glaube ich, eher so in Utopien. Und wenn es jetzt um eine Utopie geht, wo ich nicht weiß, ob das so kommt oder so möglich ist, würde ich sagen, die Kapazitäten sind da, weil es für mich alternativlos ist, weil ich sonst sagen würde, das muss dann das Individuum machen. Also ich würde eher sagen, wir müssen irgendwo Kapazitäten schaffen und es zumindest versuchen. Was ja nicht heißt, dass das Individuum jetzt nicht mitmachen muss oder so, sondern wenn wir sagen, wir möchten eine gleichere Gesellschaft, müssen wir uns da mehr engagieren für die Leute, die eben aus bestimmten Normen rausfallen. Das heißt, wenn man von vornherein theoretisch sagt, wir haben nicht die Kapazitäten, dann wird man es erst gar nicht angehen und dann wird sich auch überhaupt gar nichts verändern. Dann ist es Achselzucken, ne? Dann überträgt man es wieder aufs Individuum zurück und dann kann man aber auch sagen, okay, wir wollen ja gar keine gerechte Gesellschaft, das wäre zumindest ehrlich. Und dann kann sich dagegen auch Widerstand formieren. Nicht nur durch ADHSler, sondern auch durch andere Menschen, die von Ungleichheit und Ungerechtigkeiten betroffen sind. Aber so zu tun, als wollte man das und als wäre das so, und es dann aber nicht zu tun, da muss man sich wahrscheinlich auch nicht wundern, dass bestimmte Dinge momentan auch so ein bisschen auseinanderfliegen, weil diese Diskrepanz ja sichtbar wird. Ja. In allen möglichen Lebensbereichen. Wenn wir jetzt nochmal abschließend auf die Perspektive des Individuums gehen, weil wir sind natürlich hier ein Self-Help-Podcast und Mental Health. Wenn ich merke, ich bin anders und ich bin irgendwie in einem Kontext und ich passe hier nicht rein und wenn es so weitergeht, dann ich habe das Gefühl, ich werde krank oder es geht so einfach nicht mehr weiter, ja. Und ich merke einfach, okay, im System tut sich nichts, auch in meinem kleinen System, in meinem kleinen Kosmos. Das heißt, ich muss als Individuum jetzt die Verantwortung übernehmen und schauen, wie komme ich besser klar. Wo fange ich an? Ich würde erst mal klären, was dieses anders ist. Also steckt dahinter eine ADHS oder nicht? Kann ja sein, kann auch was anderes sein, aber mal angenommen, das wäre eine Person, da wäre irgendwie ein ADHS-Verdacht an im Raum, dann würde ich das auf jeden Fall abklären lassen. Könntest du das diagnostizieren? Ja. Also das ist ja mein Job. Ja. Okay. Also mal angenommen, die Person würde dann zu mir kommen, wir würden eine Diagnostik machen, wir würden rausfinden, okay, entwickelt sich jetzt vielleicht gerade ein Burnout, aber da ist auch eine ADHS-Komponente, die nicht entdeckt wurde, weil die Person, nehmen wir mal an, das ist jetzt eine Frau Mitte 20, sich ihr Leben lang angepasst hat und maskiert hat, weil sie nicht negativ auffallen wollte und vielleicht auch Ängste entwickelt hat und dahinter aber eigentlich auch eine ADHS steht. Dann habe ich als ersten Schritt die Diagnose. Mit der Diagnose habe ich Zugang zu dem Medikament. Das kann helfen. Das kann helfen, Dinge besser zu ertragen. Es kann helfen, mit der Unruhe besser umzugehen. Es kann helfen, auch in Therapie besser anzudocken, weil Gefühle länger stehen bleiben können. Ich kann auch Therapie machen, weil ich weiß, okay, da ist nicht nur diese Burnout-Symptomatik und die Angst, sondern eben auch die ADHS und jetzt kann man das zusammen behandeln. Ich kann Gemeinschaft finden, weil denen geht es vielleicht auch so, weil gerade Frauen, wir wissen, 75% bekommen die Diagnose im Erwachsenenalter erst. Bei einer Kinderdiagnose ist schon krass. Und dann habe ich diese 3 Bausteine erstmal. Das Medikament, die Therapie, das Suchen und Finden von Gemeinschaft. Und dann kann ich immer noch gucken, ob ich nicht doch was an meinem Kontext verändern kann. Das heißt jetzt, dass ich damit anders umgehe, dass ich Entlastung in Gemeinschaft finde, weil ich merke, dass vieles, was ich mache, nicht verrückt oder falsch oder sonst irgendwas ist, sondern einfach anders.
Und ich habe die Möglichkeit, nochmal eine spezialisiertere Therapie zu bekommen. So, und das sind so 3 Bausteine. Manche finden sich auch in Aktivismus wieder. Also die Neurodivergenz oder Neurodiversitätsbewegung, die entstand ja eigentlich aus einer Bürgerrechtsbewegung von Menschen mit Behinderung. Und man kann auch Gemeinschaft im Aktivismus finden. Man muss da mal ein bisschen aufpassen, weil das ja auch sehr schlauchen kann. Aber sozusagen dem Kind einen Namen geben, kann in dem Fall erstmal der erste Schritt sein, um dann zu überlegen, okay, was brauche ich da eigentlich? Manche haben ja dann, wenn die noch sozusagen andere Diagnosen haben, auch die Möglichkeit, einen Grad der Behinderung, also da GDB-Punkte zu bekommen, Leistung zur sozialen Teilhabe. Also das eröffnet einfach auch eine Klarheit darüber, was das für mich gerade bedeutet, auch Mittel und Wege damit umgehen zu können. So, und das ist das, wie ich es jetzt mal so ein bisschen skizziert hätte. Mhm. Am Ende des Podcasts stellen wir mal dieselbe Frage nach Tradition. Stell dir vor, du könntest jetzt einen Satz an die Menschen rausschicken, den sie alle lesen werden. Welcher Satz wäre das? Anders sein bedeutet nicht falsch zu sein. Lukas, wo können die Menschen dich finden? Überall. Auf Insta. Systemische Gesundheit auf Instagram, TikTok, YouTube. Wobei auf YouTube sind noch ein bisschen ältere Videos. Und auf meiner Website, wo man natürlich auch irgendwie so Diagnostik buchen kann oder falls es mal wieder Fortbildung oder sonst irgendwas gibt. Und manchmal in Köln, je nachdem, wo ich da gerade am Rumlaufen bin. Die Links zu Lukas findet ihr in der Beschreibung. Lukas, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke.